Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, mich erreichen sehr viele Anfragen, vor allen Dingen jetzt auch gerade das vergangene Wochenende bezüglich des neuen Shakes and Fidget Accounts, dass es bei euch noch zu sehr vielen Fehlern kommt, dass ihr auch die ganze Zeit ausgeloggt werdet, dass ihr euch teilweise nicht einloggen könnt und so. Und ja, das ist bei mir auch teilweise so, dass ich noch häufig ausgeloggt werde. Ich habe aber keine Probleme damit, großartig mich wieder einzuloggen. Bei manchen kommen irgendwie Fehlermeldungen des Öfteren, wie ich das mitbekommen habe. Ich würde euch da liebend gerne weiterhelfen, aber ich bin auch leider kein Support Center. Ja? Ich kann euch da nur weiterleiten an den dementsprechenden Support, dass ihr euch an die richtet, dass ihr da eine E-Mail schreibt mit eurem Fehler, den ihr vorgefunden habt, weil ich kann in eure Accounts und in eure Fehler, was ihr da halt habt, auch nicht großartig reinblicken, vor allen Dingen halt auch in der Masse nicht. Deswegen tut mir natürlich sehr leid. Was ich aber machen kann, ist euch ein paar Tipps bzw. Hinweise zu geben, die in meiner Macht stehen. Ja, sowas wie mit eurem SF-Account steht nicht in meiner Macht, aber es kamen auch ein paar Fragen dazu, wie benutze ich denn jetzt das neue, beziehungsweise wie benutze ich jetzt mit dem SF-Account jetzt SF-Tools, ja, wie berechne ich jetzt meine Dungeons, was muss ich eingeben, denn das hat sich seitdem nämlich auch geändert, ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Statistiken geht, auf Files und ihr wollt zum Beispiel euren Account hier rein implementieren, um halt eben vielleicht eure Dungeon-Chancen auszurechnen oder so, dann musste man bisher bei dem ersten Feld hier irgendwie so dorza@w50.sfgame.net oder de oder .eu oder ne, je nachdem, wo man halt gespielt hat, musste man eingeben. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt, um eure Charaktere hier einlesen zu lassen, gebt ihr das ein, womit ihr auch eure Charaktere verknüpft habt, wenn ihr sie denn schon verknüpft habt. Falls nicht, wenn ihr noch lokale Accounts habt, die ihr noch nicht mit eurem SF-Account verknüpft habt, dann sollte es noch so sein wie vorher. Falls ihr aber schon eure Accounts hier beziehungsweise eure Charaktere mit dem Account verknüpft habt, dann müsst ihr bei SF-Tools das angeben, was ihr hier auch mit eurem SF-Account angebt. Und zwar ja, euren Obernamen über alle eure Charaktere. Das ist bei mir ja Dorza YouTube und halt eben das Passwort, was ihr festgelegt habt für diesen SF-Account, der halt eben mehrere Charaktere verwaltet, so, ne? Ja, das eingeloggt bleiben, das bringt momentan noch nicht viel. Und ich habe bisher meine 3 Hauptaccounts hier eingeloggt bzw. verknüpft. Den Rest, weil ich den auf längere Zeit nicht aktiv spielen werde, habe ich noch auf lokal gelassen. Und ja, wenn ihr jetzt auf SF-Tools geht, dann müsst ihr halt jetzt eben anstatt dieses sfgame.net und W50 und so, gebt ihr jetzt euren Accountnamen ein. Und zwar ist das halt bei mir eben Dorza YouTube, ja, und eben mein Passwort für meinen SF-Account, den ich auch eben gerade eingegeben habe. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, beziehungsweise dann habt ihr den Vorteil, dass ihr direkt auswählen könnt zwischen allen euren Charakteren, die ihr halt mit eurem SF-Account verknüpft habt. Ihr müsst nicht alle einzeln auslesen lassen, sondern ihr habt, da ihr ja euren Oberaccount, diesen SF-Account habt, könnt ihr hier gleich auswählen, welchen Account ihr jetzt auslesen wollt. Dann nehme ich mir jetzt mal als Beispiel S31, ja, und wenn wir jetzt halt auf Dungeon Simulator gehen, dann sehen wir, aha, okay, hier, der ist aktuell durchgelesen bei SF-Tools und so funktioniert das jetzt mit dem neuen SF-Account. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf die Prozentchancen gehen, dann sehen wir zum Beispiel, ey, das sieht ja gar nicht so verkehrt aus. Wir haben jetzt zum Beispiel bei Deltopus eine 0,15er Chance, was gar nicht mal so schlecht ist. Und wir haben sogar eine Chance mittlerweile schon, den zweiten Gegner hier zu besiegen, auch wenn die Chancen natürlich nicht sehr hoch sind, ja, aber sie sind auf jeden Fall da. Ja, ich hoffe mal, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, wenn ihr Probleme habt mit eurem SF-Account, beziehungsweise halt eben
nicht reinkommt oder so, ja, bitte direkt gleich an den Support schicken. Wie gesagt, ihr seid ja nicht die Einzigen, die da noch Problemchen haben. Unter anderem werde ich halt auch öfter ausgeloggt und von anderen habe ich halt eben auch schon öfter gehört, dass sie halt eben Probleme haben, sich überhaupt mit ihren SF-Account zu verknüpfen, beziehungsweise dort halt eben einzuloggen. Also ihr seid da auf jeden Fall auch nicht alleine. Versucht erstmal über eine andere Plattform zu spielen, beziehungsweise halt euch über ein anderes Browserfenster oder eine andere URL anzumelden. Eventuell, da habe ich aber gut Schaden nochmal rausgehauen. Eventuell, ja, behebt das Problem auf kurze Zeit. Ich denke mal, wir haben es ja heute Sonntag, schönen Sonntag übrigens an der Stelle, wird jetzt übers Wochenende halt nicht mehr sehr viel passieren. Ich hoffe mal, dass denn unter der Woche, jetzt nächste Woche, kommende Woche, noch ein bisschen Bugfixes passieren werden für diesen SF-Account, damit halt eben die dementsprechende Fehlerbehebung dort auch stattfinden kann und halt die allgemeine Zufriedenheit dadurch dann ein wenig wieder gesteigert wird, weil ich halt oft höre, dass viele diesen YouTube, diesen Shakes and Fidget Account eben für sehr nervig empfinden und halt unnötig irgendwo. Ja, ich habe keine Ahnung, wo bisher der Sinn da drin ist, dass man jetzt so einen Oberaccount hat für diese ganzen anderen Accounts. Ich habe den Sinn noch nicht so gecheckt, wurde bisher auch nicht wirklich erklärt. Man kann natürlich sagen, okay, es läuft alles über ein Passwort, birgt natürlich dann auch wiederum Risiken. Also so richtig habe ich das noch nicht durchsehen, aber ich denke mal, das wird für irgendwas Größeres nachher, früher oder später, denke ich mal, ja, für irgendwas wird es gut sein so. Ja, wir werden das ja nicht umsonst gemacht haben. Also ich denke mal, das sollte klar sein so. Auch wenn ich selbst noch nicht großartig weiß, für was es gut ist, aber für irgendwas wird es schon früher oder später gut sein. Es ist wie mit allen Sachen, wir meckern erst zum Anfang, beziehungsweise es wird viel halt auf die, mangelhafte Umsetzung drauf hingewiesen. Es ist ja nicht mal meckern, sondern halt einfach ein drauf hinweisen, dass halt eben bei neuen Features sehr viele Fehler sich immer wieder mit einschleichen und das ist halt ein Kritikpunkt, der irgendwo auch definitiv gerechtfertigt ist und dementsprechend halt auch sich angehört werden muss. Also es ist nicht wirklich meckern. Man ist halt einfach nur irgendwo ein bisschen angenervt, sag ich mal, dass halt immer solche Sachen passieren, beziehungsweise weil man halt ganz in Ruhe so sein Spiel zocken will, und dann kommen halt immer wieder neue Sachen jetzt mit dazu. Es passieren die ganze Zeit Änderungen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, dass diese Änderungen passieren, weil sonst wäre Shakes and Fidget nicht heute da, wo es jetzt ist, weil halt sich das Game immer wieder weiterentwickelt hat. Es wurden immer wieder Dinge angepasst, um das Spiel lebendiger zu machen und halt, also wenn das Game jetzt auf den gleichen Stand wie von 2009 oder 2010 wäre oder so, dann hätte es heute nicht mehr diese Spielerschaft, die es jetzt nun mal hat und deswegen ist es auch irgendwo gut, dass ein paar Änderungen passieren, aber ich denke mal, ich spreche da für uns alle, dass halt manche Änderungen oder beziehungsweise die Änderungen, die kommen oder die Updates, die passieren, halt vielleicht gar nicht mal so das Schlimme sind, aber die Umsetzung immer das ist, woran es scheitert, weil sich halt bei jedem Update und bei jeder Änderung, bei jedem Feature immer Fehler mit einschleichen. So, Fehler, die für den einen schwerwiegender sind als für den anderen und sich dann halt eben, Minderheiten, beziehungsweise halt Leute, die halt von solchen Fehlern betroffen sind, sehr krass benachteiligt fühlen gegenüber anderen, die sowas eventuell nicht haben. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es in dem Spiel halt eben auch bei den ein oder anderen Spielern um hohe Summen wie ein Bienenschwarm geht, und deswegen natürlich auch zu Recht dann halt eben etwas angefressen ist von den ein oder anderen Update, was halt eben, wie gesagt, ein paar Fehler beinhaltet. Ansonsten, wie gesagt, die Bugfixes beziehungsweise halt die Änderungen der neuen Klassen, muss ich sagen, okay,
Ich denke mal, gewisse Anpassungen sind eventuell hier und da notwendig. Solange die 3 Hauptklassen, die 3 Standardklassen halt eben hauptsächlich von ernsthaften Änderungen rausgehalten werden. So. Also das ist, denke ich mal, das Wichtigste. Damals, als der Magier versucht worden ist, komplett überarbeitet zu werden, da gab es ja einen extremen Gegenwind von der Community aus, dass das halt eben die Klassen sind von den alteingesessenen Spielern, die sie schon über 10 Jahre spielen und damit zufrieden sind. Genau, ja, mit dem Berserker ist es eventuell jetzt auch das Gleiche so, ne, dass es für die einen Leute halt eben genau das ist, was es ausmacht, dieser Unendlichkeitsfaktor, der jetzt genommen wird, so dieses, nicht wissen, wie oft kann man jetzt nun angreifen, so, ne, was ist jetzt, kann ich eine neue höchste Combo und sowas, ne. Das hat halt, die Leute picken halt die Klasse vorher, die Leute machen sich ja Gedanken, ne, was für eine Klasse nehme ich und was für eine Klasse, mit welcher Klasse will ich wirklich bis ans Ende spielen, bis ich halt, keine Ahnung, irgendwann wirklich gar keine Lust mehr habe, bis zum Ende aller Tage so gefühlt. Ne? Mit welcher Klasse will ich ins Late Game so? Welche Klasse will ich mehr als 5 oder vielleicht sogar 10 Jahre am Stück spielen? So, ne? Das weiß man natürlich vorher nicht, aber man macht sich natürlich so seine Gedanken. Und wenn halt diese Klassen nicht mehr dieselben sind, wie sie zum Anfang gewesen sind, als sie die Wahl getroffen haben, okay, ich habe mich jetzt für diese Klasse entschieden, dann kann man natürlich auch verstehen, dass die Leute eventuell auch angefressen sind. Deswegen sollte man solche Updates bzw. Klassenänderungen immer mit Vorsicht genießen, von der Entwicklerseite aus. Deswegen, was aber auch halt sehr gut ist halt eben, dass nicht über unseren Kopf hinweg entschieden wird mit den Klassenänderungen. Ja, dass Player Games so sagt, okay, das wird jetzt so gemacht und das ist jetzt fest, ihr habt da kein Mitspracherecht, sondern es ist ja wirklich so, dass es ja Beta-Server gibt vorher, dort bis zu 500 Spieler aus der Community draufgehen können und danach dann eine Abstimmung passiert, ob die Klassenänderung, so wie sie dort passiert ist, live kommen soll oder ob die Community was dagegen hat. Ne? Also es wird was getan und die Community hat irgendwo ein sehr großes Mitspracherecht, was halt eben auch sehr gut ist, beziehungsweise beziehen halt die Entwickler die Community stark mit ein. Und das muss man mal auch wiederum zugute halten, dass kaum ein anderes Entwicklerstudio die Community so ein großes Mitspracherecht zuteil haben lässt. Das muss man wirklich mal sagen, das gibt es selten irgendwo anders. Da wird das dann halt einfach so per Agenda durchgehämmert und dann war es das. Ne? Und hier ist es halt eben anders. Hier haben wir halt eben als gemeinsames Kollegium halt eben sehr starkes Mitspracherecht und diese Änderungen jetzt auch bezüglich des Berserkers, die sind halt eben noch nicht fest. Die werden halt jetzt getestet. Wir können da unsere Meinung zu abgeben und dann wird halt eben im Nachhinein gesagt, okay, geht das Ding jetzt nun so live, werden wir das nochmal abändern oder lassen wir das ganz bleiben? Ne? Das ist halt eben so das Ding. Und das finde ich sehr gut, muss ich mal so an der Stelle sagen. Okay, aber das soll es auch soweit für das heutige Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, wenn ich euch zum Anfang mit den ganzen Sachen ein bisschen weiterhelfen konnte, freut es mich auf jeden Fall sehr. Ansonsten schreibt da den Support an. Ich kann euch da nicht großartig zu weiter was sagen, wenn ihr irgendwelche Fehler da habt mit eurem SF-Account. Und ich hoffe mal, ich konnte trotzdem da ein bisschen Hilfestellung leisten, zumindest mit SF-Tools, wisst ihr jetzt Bescheid. Okay, das war's soweit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Sonntag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.